Herzlich willkommen zur Königsklasse. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Möchtest du vielleicht kurz dich vorstellen, ein bisschen was zu dir sagen? Ja, super gerne. Vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich bin Johanna, ich bin 24 Jahre alt und arbeite momentan bei Heise und habe da im letzten Jahr im Mai die Verantwortung für den Bereich Brand and Culture für die gesamte Gruppe übernommen. Ähm, Bin aber zusätzlich auch Teil des Gesellschafterkreises von Heise und somit Teil der vierten Generation. Ah, cool. Und da mir das jetzt nicht so sehr bekannt vorkommt, kannst du so ein bisschen so erklären, was die Heiser Group ist und was ungefähr du genau in etwa machst? Das geht vielen tatsächlich Ja. so, dass sie gar nicht wissen, wer wir überhaupt sind. Und das ist auch mein Projekt, das irgendwie diese Marke ein bisschen mehr, ja, nicht ins Rampenlicht rückt, aber ein bisschen mehr in die Präsenz von Menschen rückt. Also, die Heise-Gruppe kann man eigentlich so ganz gut erklären. Es gibt 3 Säulen. Okay. Die haben wir auch im Zuge eines Branding-Prozesses ganz neu definiert. Wir haben die eine Säule, das ist womit alles angefangen hat. Das war mein Urpa, der das sozusagen gegründet hat. Die heißt Heise Connect. Und Heise Connect hat angefangen als Adressbuchverlag, also da gab es noch nicht mal das Telefon. Ah. Hat sich dann entwickelt zu einem Telefonbuchverlag und naja, Telefonbücher, also ich weiß nicht, wie oft du da noch reinguckst. Ja, ich glaube mittlerweile heutzutage irgendwie niemand mehr, ne? Nee, also Ja. tatsächlich echt noch ein paar so auf dem Land ist das echt noch Ah, so okay. schon noch ein Ding. Aber sonst muss man ja sagen, das ist ja schon ein aussterbendes Modell. Aber am Ende das, was wir als Lösungen angeboten haben, also mittelständische und kleine Unternehmen mit den Kunden zu verbinden und irgendwie auffindbar zu machen, das ist ja geblieben. Und das machen wir heute in Form von Webseiten, von Apps, von Google Services, SEO, SEA, also alles, was es darunter so gibt. Dann haben wir eine zweite Säule, die wurde begründet von meinem Opa. Das ist Heise Content. Und Heise Content, darunter verbergen sich verschiedene IT-Magazine. Und auch hier natürlich Digitalisierung hat zugeschlagen. Ja. Marken, zum Beispiel die CT, die zu uns gehören, oder iX, die gibt es natürlich mittlerweile nicht nur als Magazin, was man irgendwie mal nach Hause bekommt, sondern die gibt es jetzt ja mittlerweile auch als App. Die gibt es auf den Social-Kanälen. Wir haben eine Plattform gegründet, Heise Online, die diese ganzen Marken bündelt, womit wir auch ein Produkt geschaffen haben, Heise Plus, um diesen digitalen Content auch irgendwie zu monetarisieren, weil natürlich die Digitalisierung hat zu einem enormen Wechsel des Businessmodells letztendlich auch geführt. Mhm. Und ja, das ist eine ganz spannende Reise, die wir da in letzter Zeit hinlegen durften. Und das letzte tatsächlich ist Heise Compare. Und in Heise Compare, das ist so die neueste Säule, die ist tatsächlich nur durch externes Wachstum zustande gekommen. Und zwar hat mein Vater da Preisvergleicher gekauft. Also zum Beispiel Okay. Geizhals oder günstiger.de. Ah, interessant. Okay, das heißt, irgendwie ist es ja ein totales Generationending. Ja. Hattest du dann auch irgendwie das Gefühl, diese Verantwortung zu haben, so, es ist jetzt schon von meinem Uropa zu meinem Opa und so weiter, dass du da auch automatisch, reinkommst oder hat es dich auch schon von klein auf irgendwie begeistert, das Thema? Also ich glaube, es war viel weniger eine Bürde, es war eher so die Freude daran, also so eine Aufgabe irgendwann wahrnehmen zu dürfen. Und ich war schon eigentlich immer daran interessiert, ins Unternehmen zu kommen. Ich war als kleines Kind schon relativ viel da. Also auf den Weihnachtsfeiern war ich immer. Ich habe viel im Versand gespielt und da Pakete gepackt also mit Müll und den Müll mit nach Mhm. Hause gebracht, für meine Mutter ganz klasse. äh, und habe eigentlich auch viele schöne Erinnerungen meiner Kindheit an das Unternehmen. Und es hat Oh, mich, schön. glaube ich, wahnsinnig auch geprägt. Sitzt natürlich irgendwie immer mit so am Familientisch. Also, weiß nicht, wenn man am Wochenende zusammen frühstückt oder so, kommt das alles oft halt mit nach Hause. Klar. Hat auch irgendwo vielleicht auch ein paar Downsides, aber auf der anderen Seite ein großes Privileg, das machen zu dürfen. Ja, klar. Also, ich denke auch irgendwie, wenn man mit der Familie arbeitet, hat man natürlich 'n direkt 'n anderes irgendwie Vertrauensverhältnis. Andererseits, vielleicht auch da noch mal schwieriger, eben Persönliches vom Beruflichen zu trennen. Hast du da auch so in deinem Alltag Probleme damit oder ist das, für dich eigentlich dadurch, dass du damit aufgewachsen bist, eigentlich schon so normal?
Es ist schon irgendwo normal, würde ich sagen. Es hat sich natürlich jetzt verstärkt. Also, ne, ich arbeite jetzt richtig im Unternehmen mit. Mhm. Da habe ich ja auch irgendwie vielleicht nochmal andere Ansichtspunkte oder andere Aspekte, die ich gerne einbringen könnte. Und oft hat man gar nicht so viel Zeit, über den Tag hinweg so mal miteinander zu sprechen und zu sagen, wie findest du denn das? Wie war denn, keine Ahnung, das Angebot von dem Unternehmen? Wie hast du das empfunden? Oft bleiben da irgendwie einem nur 10 Minuten so in einem Mhm. Alltag Ja. und dann nimmt man das nach Hause und dann, oft wenn ich dann zu Hause bin, bei meinen Eltern, und die besuche und meine Mutter ist da, meint sie irgendwann auch so: „Jetzt bitte hört doch einfach mal auf, wir haben auch noch andere Themen." Und, genau. Also, es hat sich Ja. wahrscheinlich schon ein bisschen verstärkt, würde ich sagen, aber, mir macht's Freude. Für die, die dabei sind, ist natürlich manchmal vielleicht nicht so toll. Ja, es ist wahrscheinlich immer so alles mit Vor und Nachteilen irgendwie Komplett, belastet, wie ja. wie bei jeder Sache. Okay, was mich auch noch total interessieren würde, weil wir jetzt auch irgendwie ähnlich alt sind, viele in meinem Alter wissen oft zum Beispiel noch gar nicht so richtig viel von der Arbeitswelt oder sind da auch schon so ein bisschen überfordert, weil Mhm. du bist ja auch noch sehr früh, aber arbeitest auch schon irgendwie in einem Unternehmen in so einer hohen Stelle. Wie ist es für dich irgendwie auch so diese ganze Verantwortung zu tragen und, schon wirklich ja so richtig in der Berufswelt drin zu sein? Hast du das Gefühl, du wärst gern noch irgendwie reisen gegangen oder hättest gern noch mehr ausprobiert? Also, ich glaube, ich habe relativ viel gemacht. Mhm. Ich habe, relativ viele Praktika gemacht, die oft halt verbunden waren mit Auslandsaufenthalten. Also, ich habe dann 'n Praktikum, keine Ahnung, zum Beispiel in China gemacht oder Ach so. cool. Also, habe ich schon, glaube ich, schon relativ viel sehen dürfen irgendwo von der Welt und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst hätte. Das andere ist aber, diesen Schritt nach dem Master zu sagen: „Okay, du kommst jetzt aber in die Berufswelt und ab jetzt wird sich nichts ändern." Sonst Mhm. hat man ja diesen Zyklus, keine Ahnung, ein Semester, Pause. Genau. Nächstes Semester, Pause. Und so ist irgendwie dieser Ablauf, ne? Und dass man auf einmal dieses hat, ja, du arbeitest jetzt und danach kommt auch nichts mehr. Na klar Mhm. kommt in deinem Beruf noch ganz, ganz viel, ne? Aber, du bist jetzt im Büro, ne? Und du hast jetzt nicht mehr vielleicht die ganz flexiblen Möglichkeiten, die du während deines Studiums genießen durftest. Das ist jetzt vorbei. Und, es hat mich jetzt nicht überfordert oder so, aber es war schon was, wo ich dachte: „Okay, da muss man mal irgendwie drüber nachdenken." Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich habe eine Position bekommen, wo man relativ viel Verantwortung vielleicht schon auch direkt am Anfang hat. Das ist auch wahrscheinlich ungewöhnlich. Mir ist es aber nie so richtig aufgefallen, weil ich sehr in meine Rolle irgendwie reingestolpert bin und dann kommt immer ein bisschen mehr dazu und ein bisschen und dann merkt man das eigentlich gar nicht so richtig und ich hatte Mhm. immer viel tolle Unterstützung auch, also auch seitens von uns, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, immer auch viel Support, klar auch mal Gegenwind, und dann merkt man auch, dass man in der Verantwortung ist, was auch einem viele Learnings irgendwo ermöglicht, aber, es war eigentlich alles sehr positiv. Cool. Okay, das hört sich voll gut an. Also, wenn man auch schon irgendwie Erfahrung gemacht hat und dann auch weiß, so: „Ich möchte das machen.“ Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen unabdingbar, dass man sagt: „Okay, man muss diesen Schritt machen von Studium zur Berufswelt.“ Ich glaube, das ist egal, in was man das macht. Ja, Das das ist einfach eine ja. Umstellung. Also, ich kann das total gut nachvollziehen. Aber, jetzt, wo du eben schon in dieser Berufswelt drin bist und auch dich jetzt langsam irgendwie eingelebt hast und dadurch, dass es ja auch so ein bisschen Step by Step funktioniert, einfach langsam kommt. Was hast du denn noch so für Vorstellungen, was es in der Zukunft was du umsetzen möchtest in der Zukunft oder, Mhm. wie sich das vielleicht jetzt auch weiter in deiner Position entwickeln könnte? Also, ich habe ganz, ganz viele Ideen und die Mhm. Ideen teile ich auch mit allen Bereichen, die es irgendwie so im Unternehmen gibt, also in diesen 3 Säulen. Ähm, vielleicht haben ja manche Ideen irgendwann mal 'n Potenzial, das weiß ich nicht. Bis jetzt wurde noch nicht so viel umgesetzt, aber mal gucken, was da kommt. Also, ich habe wahnsinnig Spaß daran, irgendwie mir neue Sachen zu überlegen und ich hoffe, dass ich irgendwann so 'ne ganz, ganz tolle Idee habe, Mhm. wo ich auch alle überzeugen kann, dann da mitzugehen. Erst was meine Ziele gerade sind. Also, ich bin, grad noch in 'nem Branding-Prozess drin und unsere Marken sind noch nicht alle voll rebrandet worden. Also, das heißt zum Beispiel, unsere Plattform Heise Online, großes Ziel von mir, dass die in den nächsten 2 Jahren komplett rebrandet wird Mhm. und neu aufgebaut wird. Da freue ich mich sehr drauf, das zu machen, dass es bald kommt. 'Ne andere Sache ist, ich habe mich angefangen, für Startups so zu interessieren und habe, dieses Jahr im März 'ne eigene GmbH gegründet, Heise Ventures. Und, Cool.
fange jetzt hoffentlich dieses Jahr an, auch zu investieren. Nicht direkt in Startups, das ist mir zu risikoreich. Da muss ich auch sagen, habe ich auch zu wenig Expertise darin und auch Erfahrung. Ich möchte gerne erstmal in Fonds investieren und erstmal so ein bisschen Dealflow mitbekommen, ein bisschen Erfahrung sammeln, ein Netzwerk auch aufbauen. Das halte ich für extrem wichtig, auch in diesem Bereich. Genau, und das sind so 2 sehr spannende Projekte, die ich jetzt weiter Voll. begleiten darf. Und da, an der Seite kommt dann immer noch ganz viel. Also wir machen auch viel auf Messen und sowas, sind da als Medienpartner oft präsent. Da ja, organisiere ich auch mal den einen oder anderen Stand und das macht total viel Spaß irgendwie. Ja, das glaube ich dir, auch auf irgendwie Menschen zu treffen Ja, und dafür zu total. Ja, stehen. ja. Ja, mega. Ne, man merkt auch voll, dass du so dafür brennst. Das finde ich richtig cool und auch, wie du darüber sprichst und, was mich auch irgendwie interessieren würde, weil du jetzt auch aufgezählt hast, was du total spannend findest. Es ist ja eben auch so ein bisschen risikobehaftet, wie du da auch irgendwie persönlich zu stehst. Also, hast du bestimmte Ängste, wenn es eben auf, so risikoreiche Sachen angeht? Also, gibt es irgendwas, was du irgendwie, was dich abends manchmal nicht schlafen lässt oder sowas? Mhm. Also ich glaube, nicht schlafen lassen nicht so, aber eine große Angst ist natürlich so, jetzt bist du da als 4. Generation, bist da irgendwie mit deinem Namen irgendwie hingekommen Mhm. und dass du jetzt investierst in etwas und dann verlierst du einfach nur Geld. Mhm. Und das wäre furchtbar, weil du bist dann Klar. irgendwie der Erbe, der da nur irgendwie das Geld rausschmeißt und es kommt aber nichts. Mhm. Und das ist schon eine große Angst, dass da nicht erfolgreich wird. Deswegen bin ich da super vorsichtig, Ja. versuche auch, das gut zu kommunizieren, da habe ich das ganz wichtig und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf diese Reise mitzunehmen, von den Innovationen und von den Ideen, die die Startups haben, dann irgendwie profitieren zu können. Also dass man da auch irgendwelche Synergien vielleicht schaffen könnte. Also Mhm. das ist alles noch ein bisschen in den Sternen, weil ich habe, wie gesagt, noch gar nicht angefangen. Aber ja, die Angst ist halt einfach alles so auf den Kopf zu hauen, was halt Ja. 3 Generationen vor dir aufgebaut haben. Klar, also das ist ja dann noch mal irgendwie 'ne doppelte Last oder dreifache Last, wenn es Ja, irgendwie, ja, sich auch schon so sehr in der Familie zieht und man ja. dann das auf sich auch spürt irgendwie. Aber, da wenn ich jetzt auch so höre, dass du eben so viel schon machst, allein für das Unternehmen, auch schon so viele Gedanken reinsteckst, bleibt da noch, viel Zeit für dich selbst und für dein irgendwie persönliches Leben? Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, man kann das immer alles halt gut organisieren. Ich habe ja das große Glück, dass ich relativ flexibel arbeiten kann. Also ich bin sehr wenig an Deadlines oder sowas gebunden. Ich habe ein Team, ein Mhm. kleines Team, mit dem ich zusammenarbeite. Aber ansonsten, ich meine, ich arbeite auch im Mittelstand, ne? Das ist auch nicht Startup zum Beispiel oder irgendeine Beratung oder sowas. Da herrschen so ein bisschen andere Arbeitszeiten. Und ich mache relativ viel Sport, Mhm. auch die ganze Woche über. Und das kann man eigentlich alles immer gut vereinen. Du hast gesagt, du gehst, gerne in Sport in den Alltag. Gibt es noch irgendwie bestimmte Hobbys, die du gerne machst? Hobbys nicht, also Sport, ich mache im Sportsclub 1000 verschiedene Kurse, Tennis, Golf, also ganz klassisch BWL. Okay, okay, cool. Und, du bist ja aus Berlin oder lebst gerade in Berlin. Ja. Gibt es vielleicht irgendwas Bestimmtes in Berlin, was du total empfehlen würdest? Lieblingsrestaurant? Oh, super schwer. Oh, da Ja, gibt's so viel. Ähm, Habe ich letztens wieder drüber nachgedacht und ich kann es nicht sagen. Also, ne, da ne, kann gibt's man nicht ganz, sagen. ganz viele tolle es gibt so viele tolle asiatische Restaurants, so viele tolle italienische Restaurants, alles. Ja, verstehe Da ich. müssen Ne, wir in einen Berlin kann man Podcast gut drehen. essen. Ja. Was ja schaffst du es auch immer noch in deiner Freizeit irgendwie Urlaub zu machen, reisen zu gehen? Gibt es da vielleicht irgendeinen Ort, den du total präferierst? Ich werde dieses Jahr nach Hawaii zum 1. Mal fliegen, weil meine Oh. Schwester da Auslandssemester macht. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf und das wird, glaube ich, sehr besonders sein. Ansonsten fahren wir sehr oft so an die Nordsee, Süddeutschland. Ja. Cool. Du hast jetzt deine Schwester erwähnt. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 2 Schwestern noch. Die eine studiert gerade, die andere ist im Abitur gerade und in den Prüfungen und sind beide tatsächlich auch schon Gesellschafterinnen am Unternehmen. Hm, okay. Also arbeitest dann auch mit deinen Schwestern zusammen? Ne, die sind nicht operativ tätig, Ah, die sind okay, nur okay. beteiligt, genau. Ja. Und als irgendwie größtes Geschwisterkind spürst du da in der Familie da auch so typische Klischees? Ach, weiß ich gar nicht. Ich habe halt den Vorteil, dass ich jetzt relativ schnell mit allem durchgekommen bin. Ich glaube, so richtige aber nicht, ne.
Okay. Und, habt ihr auch in der Familie Haustiere? Ja, wir haben 'n Hund, der ist Oh, aber schon süß. 15. Meine auch. Echt? Ja. Ah, witzig. Was für 'n Hund hast du? Golden Retriever. Oh, Und du? süß. Ich habe 'n Beagle. Oh, Sehr verfressen. und das glaube ich, Sehr aber Golden verfressen. Retriever auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Bist du dann mit dem aufgewachsen, oder? Ja, wir sind mit dem Oh, aufgewachsen. süß. Ist er jetzt auch gesund? Ist gesund, aber alte Dame. Ja. Süß, aber echt Ja, echt alt. Ja. süß. Aber bei der Familie dann? Ja, genau, bei meinen Eltern wohnt er noch, ja. Ich Okay. könnte das leider auch nicht. Ich wohne in Berlin im 3. Stock, da Ja. ich hätte echt gerne so 'n Zwergpudel. Mhm. Ich finde die total süß. Ja. Aber ich kann mir das grade irgendwie das würde ich gar nicht hinkriegen. Ja, Mit der verstehe Wohnung, ich. ohne Fahrstuhl, dann rausgehen immer. Ich glaube, das, ja, Ja, wäre grad leider noch sehr schwierig. das glaube ich. Ist auch dann schade für den Hund irgendwie, Deshalb, ne? ja, total. Ja, ja. Aber vielleicht irgendwann Ja, wieder? auf Ja? alle Fälle. Okay. Ja. Und auch irgendwann vielleicht nicht mehr Berlin Großstadt? Ja, also das Unternehmen ist in Hannover. Das Mhm. heißt, perspektivisch werde ich auch, nach Hannover, ziehen. Ja. Genau, und ich habe mir so gesagt, vielleicht so in 2 Jahren Ah, geht's dann okay. zurück. Ist schon auch so 'n Ziel, so in 2 Jahren. Ist schon so 'n Ziel, weil es immer nervig wird, ne? Also ich Ja. pendel schon auch öfter nach Hannover, so zweimal die Woche von Berlin. Mhm. Und an sich ist das gar kein Problem, weil die Zugverbindung einfach super ist. Aber man hat dann doch die Abendveranstaltungen, die man mitnehmen möchte und vielleicht auch mal gern länger bleiben möchte. Und Ja, dann ist halt so immer halt an die Rückfahrt irgendwie gebunden. klar. Aber irgendwie hast du dann Angst davor, wenn du jetzt in Berlin so 'n bisschen Fuß gefasst hast, deine Freunde wahrscheinlich auch dann in Berlin Ja. sind. Also, ist das auch so 'ne Angst, die dann in dir ist? Total. Deswegen wohne Ja. ich auch nicht in Hannover. Weil da wohnen ehrlich gesagt klar, ich bin da aufgewachsen, aber die meisten sind dann tatsächlich weggegangen zum Studium und sind Mhm. immer noch meistens weg. Klar, so 1, 2 Leute sind auch noch da, aber so der Großteil meiner Freunde ist tatsächlich in Berlin und, Mhm. ja, das stelle ich mir noch nicht so einfach vor. Das glaube ich. Aber das Unternehmen nach Berlin holen, das geht auch gar nicht? Ne, das geht, glaube ich, nicht. Schade, schade. Dann bleibt wahrscheinlich gar nicht so viel die Option, Ne, ne? ich muss aber auch fairerweise sagen, ich würde gar nicht so gern so lange in Berlin wohnen, ne? Ah, Also, das okay. ist oft also, auch die Freunde, die ich habe, das ist oft 'ne super coole Station fürs Leben. Und Mhm. dann sagen die meisten so nach, weiß nicht, 4 Jahren: „So, und jetzt war's schön und jetzt gehe ich auch wieder.“ Ja, und das ist auch jetzt schon so dein Mindset quasi? Und auch von allen, mit denen ich da bin, das Ja? ist kein Zitze, ja. Die werden Okay. alle irgendwann gehen. Und die manche gehen in diesem Jahr schon, das ist dann Ah, traurig. ja, glaube ich. Genau. Und der Rest wird auch irgendwann so seine Wege gehen. Und es kommen natürlich immer Leute dazu, aber ja, Ja. kommen und gehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber dadurch, dass du eben vielleicht auch, sehr viel im Arbeitsleben, Stress vielleicht auch mit nach Hause nimmst, gibt es da bestimmte Bezugspersonen außerhalb der Familie, wo du dich irgendwie, mit denen austauschen kannst? Ja, mit meinem Freund tausche ich mich sehr viel aus. Der hat sehr viel Erfahrung im Banking, was super ist in vielen Sachen Ja, und wovon praktisch. ich echt gar keine Ahnung habe. Und der hilft mir echt bei vielen Sachen echt viel weiter. Und ich habe noch eine gute Freundin, mit der ich auch viel darüber spreche, die auch schon arbeitet. Das ist natürlich der Punkt, ne? Viele meiner Freunde arbeiten noch gar nicht. Also die sind Mhm. dann noch im Studium und verstehen dann, glaube ich, teilweise die Probleme gar nicht so richtig. Und doch, da habe ich aber auch trotzdem Freundinnen, mit denen ich dann gut darüber sprechen kann. Cool, ja, sehr Ja. cool. Du hast erwähnt, dass du im Auslandssemester in China warst. Wie Ne, lang nur war zum Praktikum Ah, nur tatsächlich. zum Praktikum. Ja. Wie lang war das? Also insgesamt war ich, glaube ich, 2 Monate da, ja. Ah, cool. In welcher Stadt? Ich war in Shanghai. Ich Ja? habe davor aber noch, Guangzhou besucht, Hongkong und in Peking war ich auch Ah, noch während der nice. Zeit. Ja, Ja, voll cool. super interessant. Shanghai ist halt auch 'ne Riesenstadt, Ja, ne? ja, komplett. Also, kannst du dir dann auch vorstellen, außerhalb von Deutschland noch zu wohnen oder ist es dann auf jeden Fall Deutschland? Es ist Deutschland. Also, ich habe viel im Ausland gewohnt. Ich habe, während meines Masters auch in London und Madrid gewohnt. Madrid, super schöne Stadt. Ich habe mich total verliebt in die Stadt und hatte da eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber ich muss sagen, so zum richtigen Wohnen und richtigen Arbeiten fühle ich mich doch in Deutschland irgendwie so zu Hause und, Mhm. halt gut aufgehoben. Also, könnte ich mir jetzt grad nicht vorstellen, zum Arbeiten ins Ausland zu ziehen, ne. Ja, verstehe ich. Ich finde, China ist halt auch, vor allem wenn man aus Deutschland kommt, schon so Ja. sehr andere Kultur. Gab's Ja, da total. irgendwas Skurriles für dich? Das Essen erst mal natürlich, ne? Also, Mhm. ich fände es ja ganz nett, wenn wir hier die chinesischen Restaurants, in Deutschland irgendwie haben, ne? Die sind ja schon sehr europäisiert, so. Ja, Siert. so Also, westernized ja, mäßig. genau, super angepasst und dann kommst du dahin.
ja, du kannst noch nicht mal die Speisekarte lesen, weil die Ja. Menschen sprechen kein Englisch. Und das war echt, weil das hatte ich noch nie in meinem Leben, ne, dass ich mich nicht verständigen kann. Das war sehr besonders dort. Also, Ja. dass man auf der Straße mal jemanden anspricht, okay, hey, wohin muss ich denn eigentlich hier? Weil du verstehst ja auch die Straßenzeichen jetzt nicht so richtig. Ja, Ja, das war, das ist dann das war schwierig, ja, ne? ja, Ja, war kann ich mir Herausforderung. vorstellen. Weil wenn irgendwie Freunde von mir, also so zum Beispiel deutsch aussehend irgendwie in China sind, kommen auch viele Leute und wollen Fotos mit denen machen oder Ja, ja, sowas. das Dann hatte ich hat's ja auch, hatte ich ja. auch. Das ist auch manchmal so ein bisschen ein komisches Gefühl. Wie bist du damit umgegangen? Hast du Ich dann fand's witzig. ja. Also ich dachte, es wäre bestimmt interessant, in wie viele Familienalben ich jetzt irgendwo bin. Das ist für die so richtig krass, wie so, man hat so einen Star getroffen. Ja, Wir sind dann so am Abend am Familientisch. total witzig. Ja, Irgendwie ganz süß. Ja, das habe ich mal so mitgemacht, ne? Also ja, man muss ja immer alles irgendwie erleben und zu allem ja, eigentlich am voll. besten Ja sagen, was so auf einen zukommt. Ja, ist das so dein Mindset, dass du sagst, ich sag zu allem Ja, will erstmal so. Es gibt ja auch diesen Film, der Ja Ja, sagt, glaube ja, ich, wo man so ja. schaut, wie das Leben so ist, wenn man die ganze Zeit Ja sagt. Hast du schon das Gefühl, dass es so, wie du durchgehen willst? Oder hast du überhaupt sowas wie so eine Art Motto oder sowas? Doch, würde ich schon sagen. Also ich bin jemand, der gerne ins kalte Wasser springt. Ja. Manchmal muss ich geschubst werden, aber ich mache es gerne und gerne auch neue Herausforderungen hat. Und im Moment, jetzt auch für den Anfang fürs Unternehmen, habe ich mir gesagt, du sagst jetzt einfach immer Ja zu jeder Veranstaltung, die da irgendwie kommt. Klar, manche schaffst du halt nicht, aber sagst überall mal Ja, wenn du für ein Panel gefragt wirst, für irgendeinen Auftritt, sag immer Ja. Und daraus kann ich ja erst mal gerade nur lernen. Voll Und cool. dann muss ich das reflektieren, ob das irgendwie sinnvoll war oder ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Und daraus lerne ich ja am Ende. Ja, Wenn ich sonst total. halt Nein sage, dann passiert ja irgendwie auch nicht so viel. Deshalb doch, das ist schon mein Motto. Ja, cool. Ja, ich glaube halt eben genau über dieses Schattenspringen ist der Punkt, wo man wirklich was Ja. dazulernt. Ja, sehr, sehr cool. Gibt es aber etwas, wo du sagst, das hast du jetzt noch total, wo es dir total schwer fällt, über den Schatten zu springen? Also so eine Angst, also allein wenn es so eine Phobie ist oder so. Ich weiß nicht, kann auch Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen sein. Tauben. Tauben? Ich hasse Tauben. Ja, also Okay. ich habe totale Phobie vor Tauben. Okay, interessant. Schon immer? Ist schon ganz lange. Also bestimmt seit ich 4 bin oder so. Oh, okay. Also schon wirklich richtig Ist lange. was mit einer Taube passiert? Oder einfach Ich so? weiß nicht, woher es genau kommt. Also ich mag Vögel allgemein nicht so gerne, hab Angst vor denen. Ja. Aber Tauben ganz besonders. Und in der Stadt bin ich manchmal so ich renne dann ein bisschen oder so rum. Wie so eine Verrückte. Ja, verstehe ich. Aber ich hab total Angst vor denen. Ich habe letztens von einer Freundin gehört, weil Tauben sind ja auch von vielen Leuten, dass man die nicht so gerne mag. Ja. Die hat gesagt, man sollte es so betrachten, das sind Vögel, die kein Zuhause haben. Also die sind eigentlich obdachlos und deswegen soll man so ein bisschen Mitleid mit denen haben. Das soll nicht so verniedlichen, aber ich glaube, das tatsächlich mit den Angst vor Vögeln haben, das ist tatsächlich so eine richtige Phobie, weil ich habe das schon öfters gehört, Ja. oft wegen dem Schnabel, weil der so Das pickt auch. und Ich sowas. weiß, das ist ganz viel. Also so bei Hühnern und so spürst du das auch so Ja, das ähnlich. mag ich auch gar Ja, nicht. ja, nee, verstehe ich total. Okay, cool. Ja. 10 Minuten Taubenbau. Das ist so gut. Ja, das ist auch sehr lustig, mich in der Stadt zu beobachten. Tatsächlich. Meine Eltern waren sich total lustig über mich immer, wenn ich mit denen. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe das echt schon mal gehört, Ja. mit den Tauben auch. Furchtbar. Weißt du denn, was du machen wolltest, als du klein warst? Hast du da noch Erinnerungen dran? Ja, ich wollte Prinzessin werden. Sehr realistischer. Ja, schon, ne? Sehr realistischer Traumberuf. Ich hatte dafür auch alles, ein Kleid und so alles, was man so, eine Krone, alles, was man so braucht. Ich würde sagen, so das, was mir daran gefällt, habe ich irgendwo bekommen, weil als Prinzessin vertritt ja irgendwo ein Land. Ich vertrete irgendwo ein Unternehmen und darf halt so die Interessen da weiter voranbringen und gestalten. Also ein bisschen im Kleinen hat sich das irgendwo erfüllt, aber es ist jetzt nicht Kate Middleton geworden. Ja, nee, muss es auch nicht sein. Ich glaube, das ist sehr cool, was du machst. Das ist Und du leitest ja eben so ein Unternehmen und hast eben so eine hohe Stellung. Gäbe es auch irgendwie 3 Tipps, sage ich jetzt mal, die du an junge Leute weitergeben willst, auch wenn es nicht jetzt unbedingt geschäftlich ist, sondern wirklich so zum Beispiel auch junge Leute, die noch nicht wirklich wissen, was sie tun wollen oder so in der Findungsphase sind. Also das, was ich auch vorhin gesagt hatte, Ja sagen. Ja. Also zu allem, wie wenn man irgendwo eine Chance bekommt für irgendwas, einfach mal Ja sagen. Also es kann einem ja nichts passieren.
Ja. Im schlechtesten Fall hat man eine blöde Erfahrung gemacht, ist dann so, aber daraus lernt man ja. Das Zweite, auf sein Bauchgefühl zu hören, finde ich einen ganz weirden Tipp, weil als ich das immer gehört habe, dachte ich so, ja, lustig, wie fühlt sich denn ein Bauchgefühl an? Aber so jetzt mit der Zeit, in der ich im Unternehmen gearbeitet habe, habe ich das ganz, ganz stark gemerkt bei manchen Sachen, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Dachte so, okay, machst du aber trotzdem jetzt, was du dir vorgenommen hast. Und dann ist es auch schlecht geworden. Also auf sein Bauchgefühl zu hören, ist wirklich wichtig, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment gar nicht so einschätzen kann, seine Gefühle, die man da irgendwie gerade hat. Genau, und das Letzte ist halt wahrscheinlich einfach offen zu bleiben. Also es kommt ja mit dem Ja-Sagen auch irgendwo zusammen, aber offen zu bleiben, sich nicht so ganz zu fokussieren und so zu beschränken auf einen Berufszweig. Wir hatten das viel in der Uni, wo halt viele in dieses Beratungsgeschäft wollten, Investmentbanking oder Startups und so sehr, sehr im Tunnel waren. Und ich glaube, es ist manchmal ganz gut, auch mal nebenan zu gucken und zu gucken, was sich für tolle Chancen sich abseits dieses Mainstreams sozusagen einbieten. Ja, voll cool. Also ich finde, das sind mega coole Tipps, die helfen allein mir auch schon gefühlt so weiter. Und ich bin mir sicher auch voll vielen da draußen. Schön. Also definitiv mal Ja sagen vielleicht heute ein bisschen mehr an Ja. alle Leute. Und danke, dass du dabei warst und auch Ja gesagt hast zu diesem Interview. Danke dir. Und für die coolen Antworten. Vielen Dank. Das war die größte Challenge, aus diesem Stuhl aufzustehen.